Wolfgang Amadeus Mozart komponiert 1783 den türkischen Marsch. Allerdings spielen ihn die meisten falsch. Warum kam es so weit und wie hört sich der türkische Marsch richtig an? Der türkische Marsch ist eine der bekanntesten Sonaten von Mozarts Werken, wenn nicht gar die bekannteste. Und doch ist es die bittere Wahrheit, dass Aufführungen dieser berühmten Sonate falsch gespielt werden. Jedenfalls nicht so, wie es Mozart wollte. Warum? Bis 2014 gibt es keine einzige fehlerfreie Notenausgabe dieses berühmten Stücks. Das 19. Jahrhundert hatte die Sonate fast bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Urtextausgaben des 20. Jahrhunderts mussten die Erstausgabe Opus 6 aus dem Wien des Jahres 1784 als beste verfügbare Textgrundlage heranziehen, weil Mozarts Notentexte bis auf die Schlussseite des Alaturka als verloren galten. Das hat sich im September 2014 geändert. Der Leiter der Musikabteilung entdeckte in der Nationalbibliothek in Budapest ein bisher völlig unbekanntes, von Mozarts Hand beschriebene vollständigen Notenblätter des Marsches in A-Dur. Studiert man diese gefundenen Handmanuskripte von Mozart, dann erkennt man einen markanten Unterschied zum heute gespielten türkischen Marsch. Künstler, welche diese neu entdeckte und damit revidierte Version des türkischen Marsches in A-Dur spielen, erinnern an die Janitscharenmusik des Osmanischen Reiches. Die militärischen Marschkapellen gehen auf die osmanischen Metahane zurück. Dabei handelte es sich um Musikgruppen, die während der gesamten Schlacht spielten und erst beim Rückzug oder zum Ende der Schlacht schwiegen. Sie sollen zur Zeit der Türkenkriege auf die europäischen Soldaten großen Eindruck gemacht haben, woraufhin Europäer das Prinzip für sich adaptierten. Aus Briefen von Mozart erkennt man sein großes Interesse an der Janitscharenmusik, welche die Eliten des Osmanischen Reiches spielten. Wie der türkische Marsch von Mozart klingen sollte, kann man im Infotext und in der Beschreibung dieses Videos anhören. Diese Originalnoten des Alaturka bringen die Musikwelt zum Staunen. Denn etliche Noten mussten korrigiert, zahllose Details zurechtgerückt werden. Zum anderen konnten einige der immer schon als problematisch geltenden Textstellen der Erstausgabe durch das neu aufgefundene Originalwerk als tatsächlich von Mozart beabsichtigt bestätigt werden. Mozart spielte das Stück auf dem Klavichord, was zusätzlich den orientalischen Effekt verstärkt. Die Osmanen übernahmen von früheren Türkenvölkern das Instrument der Santur, eine Art Hackbrett. Mit der Weiterentwicklung dieses Instruments gelangte die Kanun über das muslimische Spanien, den Mauren, nach Europa. Daraus entstanden das von Mozart gespielte Klavichord, Cembalo und später kam das Klavier und Flügel.